Best of Baden-Württemberg, der 7. Venture Capital Pitch. Hier mit Stuttgart Financial und dem Wirtschaftsministerium von Baden-Württemberg präsentiert hier und heute Unternehmer mit außergewöhnlichen Ideen. Und die braucht man auch in einer Welt, die immer weiter vernetzt ist und die von vorne bis hinten auf Effektivität getrimmt ist. Und einer, der sich hier darauf spezialisiert hat, ist mein nächster Gesprächsgast, Michael Reuter, Geschäftsführer von Aukobo. Herr Reuter, was ist denn das eigentlich genau, dieses Thema Effektivität, Vernetzung? Wo setzen Sie da an? Der Gedanke ist der, dass wir ganz neue Arbeitsbedingungen haben wie früher. Früher war ein Mitarbeiter für eine Maschine verantwortlich, heute ist ein Mitarbeiter für teilweise 30 Maschinen gleichzeitig verantwortlich. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir jetzt die Prozesse zwischen Mensch und Maschine so machen, wie wir sie heute brauchen, nämlich mobil und immer am Körper. Immer am Körper. Wir hatten uns gerade schon mal so ein bisschen unterhalten, uns warm geredet sozusagen. Da haben Sie mir gesagt, Sie haben eine Smartwatch. Die sieht ziemlich futuristisch aus. Ich habe auch eine. Meine brauche ich zum Sport. Wozu brauchen Sie Ihre? Ja, die ist einfach dafür da, um informiert zu werden, was passiert denn gerade auf dem Shopfloor. Also die Mitarbeiter sollen informiert werden, wann ist der nächste Rüstzeitwechsel, wann ist das nächste Teil alle. Oder auch, ich brauche jetzt Unterstützung von dir. Also wirklich diese kurzen Kommunikationsabstimmungen, wo es früher möglich war, einfach noch zuzurufen, über die Uhr zu machen und auch gleichzeitig, wir haben hier eine Kamera verbaut, auch Dokumentation direkt darüber zu machen, wenn was kaputt gegangen ist und eine Rückmeldung zu geben. Und dadurch sind wir tatsächlich deutlich effektiver als davor und haben noch zusätzlich die Möglichkeit nachzuvollziehen, was eigentlich auf dem Shopfloor passiert in der Produktion. Ist jetzt diese Smartwatch, die Sie da programmiert haben, ist das jetzt das Herzstück Ihres Unternehmens oder ist das quasi ein Zahnrädchen von vielen, das ineinander greift? Also die Smartwatch ist schon ein sehr wichtiger Bestandteil von unserem System, aber im Hintergrund steckt eine sehr, sehr mächtige Software, die es eigentlich ermöglicht, das Ganze auch skalierfähig zu haben. Sprich, wenn wir nicht nur eine oder zwei, sondern 100.000 oder was auch immer Anzahl an Smartwatches im Betrieb haben und wie die sich untereinander abstimmen. Weil wir müssen ja wissen, welche Aufgabe wurde denn gerade angenommen, welcher Zustand hat es, ist er erreichbar, ist er nicht erreichbar. Und das Ganze möglich zu machen, das ist praktisch der Kern unseres Produkts. Wer sind denn eigentlich, wo wir jetzt über Ihre Produkte und Ideen gesprochen haben, wer sind denn eigentlich Ihre Kunden? An wen gehen Sie ran? Sind das kleinere Unternehmen, mittlere oder sind das die Weltfirmen? Es ist sowohl als auch. Die größte Nachfrage ist tatsächlich gerade von den ganz großen Firmen, die natürlich noch sehr viel stärker jetzt auf Effektivität gucken aktuell. Das sind die Automobilhersteller, das sind die Automobilzulieferer, aber auch vereinzelt der typische Mittelstand, der gemerkt hat, wir müssen gucken, dass unsere Produktion effektiver wird, damit wir mit dem internationalen Wettbewerb standhalten können. Jetzt ist ja hier Venture Capital Pitch Day. Viele Unternehmen präsentieren sich mit ihren Ideen, Sie auch. Was können Sie denn präsentieren? Kann man da was zeigen? Haben Sie da schon Kunden, schon Referenzen? Wo befinden Sie sich gerade so auf der Zeitleiste? Wir haben schon erste Kunden, zum Beispiel die Firma Festo in Esslingen. Dort sind wir in der Modellfabrik im Einsatz oder in der neuen Fabrik in Scharnhausen. Und jetzt sind wir dabei, das Ganze zu skalieren. Das heißt, wir haben schon weitere Kunden, Automobilhersteller gewonnen und wollen in diesem Jahr die große Skalierung mit Hilfe von unseren Partnern schaffen. Und das Ganze kann man natürlich auch hier anschauen, wie das funktioniert. Wie groß ist Ihr Team? Wir sind aktuell zu 6, das heißt 2 Leute in der Geschäftsführung, der Benjamin Scheich und ich, wir die Gründer und unser Team von Marketing bis zur Entwicklung eigentlich alles dabei. Also ein kleines, überschaubares und schlagkräftiges Team. Wie viel Geld wollen Sie heute einsammeln? Haben Sie sich da eine Deadline gesetzt? Wir haben uns tatsächlich keine direkte Deadline gesetzt. Wir haben nur gemerkt, wir brauchen jetzt Geld, um wirklich diese Skalierung, dieses schnelle Wachstum, das natürlich auch Geld kostet, wirklich stemmen zu können. Über was für einen zeitlichen Rahmen sprechen wir jetzt hier? Also wir möchten bis zur Mitte des Jahres auf jeden Fall das Geld eingesammelt haben. Und auf der Produktentwicklungsseite? Ist es so weit, dass wir jetzt schon anfangen können, breiter auszuliefern, bis wir die völlige Skalierung haben, dass wirklich per Knopfdruck an unsere Partner die neuen Releases und so weiter ausgerollt werden. Das wird erst Ende des Jahres sein, dass wir wirklich 100%ig voll skalierfähig sind. Noch ganz kurz,
vielleicht ein bisschen off-topic. Aukobo, ist das ein Kunstwort oder was bedeutet das? Aukobo, das setzt sich eigentlich von unserer ersten Geschäftsidee noch zusammen, Automation Cookbook. Da hatten wir den Gedanken schon, dass wir die Mitarbeiter in der Produktion stärker an das Thema Digitalisierung ranführen können und es so, indem wir Automatisierung direkt von dem Werker machen können. Und da der Name Aukobo, Automation Cookbook, wie so ein Kochbuch, wo man sich Automatisierung tauschen kann, sagen kann, hey, so kannst du deinen Prozess verbessern und so gemeinsam praktisch an der Digitalisierung vom Shopfloor arbeiten. Leute, vielen Dank fürs Interview, viele interessante Gespräche und vor allen Dingen, um beim Kochbuch zu bleiben, lassen Sie nichts anbrennen. Dankeschön.